500 Watt, 65 Kilometer Reichweite und Straßen zugelassen in Deutschland. Ich habe mir den Kukirin G2 Pro ABE näher angeschaut und für euch aufgebaut. Meist kommen E-Bikes oder E-Scooter mit der Spedition. Dieser hier kam mit der Post. Das ist ein gutes Zeichen. Schau hier, der lässt sich easy tragen. Super leicht. Wichtig als Info, wir haben hier den Kukirin G2 Pro als ABE-Version für Deutschland. Das heißt, der fährt nur 20 km/h. Ob er wirklich nur die Strich 20 fährt oder die erlaubte Toleranz auch noch erreicht, das werden wir uns im nächsten Video anschauen. Hier bauen wir den Roller erstmal auf und schauen ihn uns detaillierter an. Dazu packen wir ihn erstmal aus. Dazu nehme ich am liebsten einen Cutter und ich trage auch gerne bei der Montage von Bikes oder Scootern Montagehandschuhe. Wichtig ist noch, ich bin kein Mechaniker, ich zeige dir nur, wie ich den Roller aufbaue. Das ist keine Anleitung. Der Roller ist super safe verpackt. So besitzt er 2 Umverpackungen. Das heißt, die eigentliche Kiste ist nochmal in einem Karton eingepackt und der Roller selber dann hier sehr gut gesichert. Und der Aufbau ist eher ein Auspacken. Ist super schnell zusammengebaut. Alles total easy. Man braucht nur einen normalen Innen-Sechskant-Schlüssel. Ich verwende hier gerne mein Vera Ratchenset mit Drehmomentschlüssel. Da kann ich alles über Kreuz anziehen und alles mit der gleichen Stärke. Du kannst aber auch das mitgelieferte Werkzeug benutzen. Wie du siehst, der Aufbau beschränkt sich hier tatsächlich auf den Lenker, der in den Vorbau montiert werden muss. Das war's schon. Erste Probefahrt. Ja, und das finde ich direkt schon mal super cool. Du hast einen Zündschlüssel, wie beim Auto oder Motorrad. Und dann hast du noch 2 Knöpfe, mit denen du das Display umstellen kannst. Du kannst dir die Spannung in Volt anzeigen, also den Akkustand. Und du kannst natürlich auch deine Kilometer anzeigen. Der zweite Knopf ist einfach nur zum Licht ein- und ausschalten. Ziemlich übersichtlich. Das LCD-Display, kannst du hier ganz gut erkennen, spiegelt etwas bei Lichteinstrahlung, lässt sich aber trotzdem noch ganz gut ablesen, wie ich finde. Aber was sagst du zu der Anzeige in Volt? Hättest du ja lieber den Akkustand in Prozent oder findest du das in Volt in Ordnung? Der Scooter ist ein Fully, also vorne und hinten gefedert und das Fahrwerk kannst du auch noch einstellen. Gebremst wird mit Scheibenbremsen, mit 120er Discs vorne und hinten. Und das gefällt mir sehr gut. Es sind 9x3 Zoll Tubeless Reifen verbaut. Die bieten dir den nötigen Komfort und ist auch etwas gröber profiliert. Das heißt, damit kannst du auch mal über Unebenheiten und auch mal vielleicht ein kurzes Stück Schotter fahren. Natürlich hat der Roller einen Klappmechanismus und mit etwa 22 Kilo lässt er sich auch noch gut tragen. Übrigens ist er bis zu 120 Kilo belastbar. Das ist natürlich ein Werbevideo und auch als solches gekennzeichnet, aber mit meinem Code kriegst du nochmal einen Specialpreis. Den Link habe ich dir unten reingepackt. Oder gleich den QR-Code scannen, 454 € mit meinem Gutscheincode. Das stabile Chassis besteht aus Alu und Stahl und das Trittbrett ist gummiert und bietet dir somit auch einen sicheren Halt. Im zusammengeklappten Zustand lässt sich der Roller wie eigentlich üblich mit einem Haken hinten an dem Kotflügel oder an der Trittstufe befestigen. Den Haken kannst du, wenn du ihn nicht zum Arretieren benötigst, auch benutzen, um zum Beispiel Einkäufe dran zu hängen, deine Jacke
und so weiter. Schau hier die saubere Verkabelung fürs LCD-Display, für die Bremsen und fürs Licht. Die Optik gefällt mir sehr gut. Schwarz-orange ist auch eigentlich, ich denke, er soll Männer ansprechen. Sieht sportlich aus. So CNC-gefräste oder zumindest Aluminium-Teile. Das ist alles schon hochwertig. Wenig Plastik. Das gefällt mir sehr gut. Es ist ein 48 Volt Akku mit 15,6 Ampere-Stunden verbaut und damit soll man laut Herstellerangaben 65 Kilometer weit kommen. Wenn du 65 Kilo wiegst und wahrscheinlich nur in der Ebene fährst. Also das sind relative Angaben. Das schauen wir uns im nächsten Video auch mal an. Mit 3 Stufen kannst du den Roller aber hier bequem fahren. 20, 10 und dann die Schiebestufe. Den Kukirin G2 Pro ABE bekommst du bei Geekbuying und das ist ein Online-Shop für Tech- und Mobility-Produkte mit Lager in der EU. Das heißt für dich keine Zollkosten, schnelle Lieferung und ich verlinke dir unten meinen Deal mit dem Rabattcode. Den Link findest du auch direkt in dem QR-Code oder unten in der Beschreibung. Ich bekomme dafür eine kleine Provision. Für dich wird es nicht teurer, im Gegenteil, du bekommst den Sonderpreis mit meinem Gutscheincode. So, das war mein erster Check zum Kukirin G2 Pro ABE. Fassen wir kurz zusammen. Straßenzugelassen für Deutschland, kommt bequem mit der Post, Aufbau in unter 5 Minuten erledigt und das Zündschloss finde ich nach wie vor ein cooles Detail. Was noch offen ist, ob er wirklich die vollen 20 fährt oder vielleicht sogar 22 oder 23, wie sich das Fahrwerk in echt anfühlt und 2 Punkte, die mir bei der Recherche aufgefallen sind, eABS und die elektronische Diebstahlsicherung. Das checke ich für euch im nächsten Video, wenn ich mit dem Roller tatsächlich unterwegs bin. Merci fürs Mitkommen, lass mir gerne ein Abo und auch ein Like für dieses Video da. Bis zum nächsten Video. Bye bye, ciao, der Heiko von Bergbiker.com.